Wir wollen den Derby-Sieg. Prestige und noch viel mehr. Dortmund will den Sieg in Gelsenkirchen. Kampf um Platz 2. Mit einem Dreier kann der BVB die Blauen überholen. Doppeldebüt für Peter Stöger. Erst im Feiertagsmagazin, dann im Derby. Das Derby steht auf dem Programm und für viele ist dieses Spiel das Wichtigste im ganzen Jahr und damit ein herzliches Willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Die Bedeutung dieses Spiels brauche ich, glaube ich, keinem Schwarz-Gelben zu erklären. Und auf diese Partie möchten wir uns natürlich einstimmen, richtig einstimmen. Und das passiert jetzt mit unserem Einheizer. Es geht um Prestige. Es geht um Platz 2. Es geht ums Revier. Es geht um Wiedergutmachung. Es geht um alles und doch nur um eins. Den Derby-Sieg. Ja, da ist natürlich Gänsehaut angesagt, ganz klar. Und das sieht unser heutiger Gast oder mein heutiger Gast sicherlich genauso, auf den ich mich sehr, sehr freue. Zum ersten Mal bei mir, Peter Stöger. Peter, herzlich willkommen. Servus. Erstmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hast diese Woche Geburtstag gehabt. Was hast du dir gewünscht, außer ein Derby-Sieg? Ja, aber ich habe mir, es war natürlich vorher mal schon gewünscht, dass wir das Stuttgart-Spiel gewinnen, weil es wichtig war, nach der Klatsche in München ein Zeichen zu setzen, dass wir trotzdem da sind, dass wir unser Ziel verfolgen. Und sonst, meine Güte, ich bin im Alter, wenn einem nicht in der Früh alle Beine wehtun. Jetzt macht es nicht schlimmer, wie es ist, so alt bist du jetzt auch nicht. Für mich aber mit 52 jetzt nicht wirklich schlecht. Ich habe mich mit 51 schon nicht richtig gut gefühlt. Also, was soll ich denn mit 56 sagen? Katastrophe. Ja, ich weiß. Ich komme gar nicht mehr aus dem Bett. Ja, nur zu der Sendung. Ne? Nur zu der Sendung. Und zu den Spielen. Ne? Ja, das ist dein erstes Revier-Derby für unseren BVB. Ansonsten hast du aber schon einige erlebt. Mit Österreich und natürlich auch als Kölner Trainer. Was ist denn das Besondere an einem Derby? Oder was macht ein Derby aus? Ja, also Derbys, die ich gehabt habe, sind natürlich unterschiedlich. Also von der Größenordnung klar ist dieses natürlich das Größte, was ich bis jetzt dann gehabt habe. Aber die Wiener Derbys sind deswegen speziell, weil beide Mannschaften in der gleichen Stadt sind. In Köln ist es ähnlich von der Nähe her, von der Konkurrenz her. Aber in der Zeit, wo ich da war, halt eher die Kölner eher die Außenseiter in diesen Derbys. Und in dem Fall ist die Situation jetzt mal so, auch wenn Schalke auf 2 steht, zu Recht auf 2 steht, so wie sie spielen, ist die Ausgangssituation doch so, dass wir schauen müssen, dass wir mit einem Sieg im Idealfall die Schalke überholen. Hast du das gemerkt diese Woche in Dortmund, dass Derby-Woche ist? Ja, also ich habe es deswegen gemerkt, auch natürlich zum Teil auch an der Berichterstattung, klar, weil auch bewertet wurde zum Teil, was ich zwar ein bisschen witzig finde, aber mit so einem Sieg im Derby kann man sehr viel gut machen, was auch immer das bedeutet, nicht? Wenn du auf Platz 3 stehst und Zielsetzung Champions League hast. Aber dann merkt man, dass es was Besonderes ist. Halt, nicht? Das wollte man im Grunde damit ausdrücken, nehme ich mal an. Ja. In dieser Saison ist das Derby am Ende der Saison. Das sorgt aufgrund der Tabellensituation natürlich nochmal für besondere Brisanz. Und für Schwarz-Gelb ist das trotz alledem ein gutes Omen. Und wir sagen euch warum. Meilensteine auf dem Weg zum Titel, Partycrasher oder das Ende einer viel zu langen Durststrecke. Der BVB hat im Saisonendspurt schon einige denkwürdige Derby-Siege hingelegt.
Immer wenn die Spielzeit auf die Zielgerade einbiegt, scheint die Borussia im Revierkampf besonders gut aufgelegt. Vor allem in den letzten 30 Jahren. Da gab es für die Blauen in der Schlussphase der Meisterschaft gegen Schwarz-Gelb überhaupt nichts zu holen. Gute Vorzeichen also für Sonntag. Dortmund kann mit breiter Brust nach Gelsenkirchen fahren. Ja, da kann ja an für sich nichts mehr schiefgehen. Die schönsten Derby-Siege im Endspurt, die gibt es übrigens schon seit vorgestern. Könnt ihr euch mal anschauen. Macht total Spaß, das wieder zu sehen. Als Einstimmung sollte man sich das sowieso anschauen. Das Hinspiel war ja eins der verrücktesten Derbys überhaupt. 4:4 nach einer 4:0 Führung. Du hast gesagt in der Vorbereitung, dass man so ein Spiel nicht so ganz außer Acht lassen kann, wenn es in der gleichen Saison ist. Wie hast du das im Vorfeld thematisiert? Ja, es ist sowieso Thema. Also das ist ja klar, ne? Das ist die Ausgangslage, das Spiel, der Gegner, die Voraussetzungen, der Gäste kommst du nicht vorbei an diesem 4:4. Ne? Und ich versuche es halt relativ, so gut es geht, so nüchtern als möglich zu bewerten. Ja, klar, die Jungs sind ja sowieso aufgewühlt. Die haben natürlich außergewöhnlich erste Halbzeit gespielt und das ist die Chance aufs 5:0, die wird vergeigt und auf einmal kippt dieses Spiel, eine rote Karte und Nachspielzeit und dann hast du im Kopf drin, wenn es noch 3 Minuten länger geht, verlierst du das Spiel vielleicht. Das ist alles, was ich schon gehört habe. Nicht? Und ich bin halt dann jemand, der versucht, klar die Fehlerquellen, die dann halt passiert sind, kurz anzusprechen, warum das passiert ist. Das hat ja auch ja nicht nur mit dem Fußball zu tun, das ist ja ein psychologischer Faktor, der halt da ist. Und dass du diese Dinge halt versuchst auf eine normale Ebene zu bekommen, dass das halt mal was Außergewöhnliches war, sonst würden wir es ja jetzt nicht besprechen, wenn das jede Woche passiert. Aber auch dieses Positive mitzunehmen, weil die Phase, die damals war, die war schon ein bisschen schwierig. Und dann gehst du rein und dann steht auf einmal 4:0. Ne? Das ist ja auch was Positives. Nicht? Und da bleibt mir zu wenig übrig. Und das versuchen wir halt zu transportieren, ohne diese Dinge, die halt negativ passieren, da in die Schublade zu geben, sondern auch anzusprechen, nüchtern in dem Bereich, aber schon versuchen, ein bisschen was mitzunehmen. Und ich glaube, das ist uns bislang ganz gut gelungen in der Woche. Also wir sind gut aufgestellt. Du hast dich sicherlich mit Schalke intensiv beschäftigt oder ihr habt euch damit beschäftigt. Wir haben eben festgestellt, es gibt keinen Favoriten. Was erwartest du für ein Spiel in einer sicherlich lauten Arena? Also ich glaube, es wird ein hochemotionales Spiel werden, das ist eh klar. Also das gibt auch die Kulisse schon her, gibt auch die Tabellensituation her. Gibt die Ausgangslage her, dass Schalke vielleicht mit dem Sieg schon einen unglaublichen Schritt machen kann Richtung Champions League Qualifikation. Dasselbe gilt logischerweise auch für uns. Wir haben eine Möglichkeit, da einen ganz großen Schritt zu machen. Ich glaube, es wird ein körperlich sehr, sehr intensives Spiel werden. Wir müssen da dagegenhalten. Das wird die Frage sein. Wie schaffen wir das? Ich sehe immer wieder mal so Phasen, wo das besser und besser wird. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ins Spiel reinzukommen. Ne? Also das wird schon nötig sein. Also die Schalke werden uns viel Arbeit anbieten und wir sollten die aufnehmen. Ne? Aber wie wichtig ist das? Du freust dich auch drauf? Ja, klar. Nein, das ist ja, ich sage, jedes Spiel ist wichtig und du willst jedes Spiel gewinnen. Und dann gibt es eben so spezielle Spiele. Nicht? Und wir haben jetzt eine unglaubliche Situation, wo wir sagen, wir haben ein bisschen Luft nach unten und wir haben Möglichkeiten, das ist jetzt nicht ein Big Point, aber Big Point ist schon richtig, ja klar. Ein Big Point aufgrund der Voraussetzungen, aufgrund der Ausgangslage, aufgrund der Emotionalität, klar, aber wir sind da noch nicht durch, aber wir können einen richtig wichtigen Punkt schon setzen mit dem Dreier. Hast du richtig viel gut gemacht. Das Derby beschäftigt natürlich auch den Fragenkonter jetzt hier bei uns. Und das heißt 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten. Na, schauen wir mal. Dein bestes Derby als Spieler? Ja, das war natürlich ein Derby mit Austria Wien gegen Rapid Wien. Da haben wir 2 Tore geschossen. Eine ähnliche Situation wie jetzt. Da kann man dich ja noch einwechseln. Ja, nein, das war auch im Stadion des Feindes. Ja. Ja, das war eine coole Geschichte, ja.
Dein kuriosestes Derby-Erlebnis, wenn es denn eins gibt? Wir haben auch in Wien, Austria Wien gegen Rapid Wien gespielt und haben dann das Spiel zu 8 beendet. Ich war einer von denen, die eine rote Karte bekommen haben. Zu 8 habe ich aber auch noch nicht so. Eben, ja, es war ist nicht so gut ausgegangen. Was ist das Spezielle am Duell zwischen Austria und Rapid? Ich glaube, das wirklich Spezielle im Vergleich zu manchen anderen Derbys ist, dass beide Mannschaften wirklich in derselben Stadt zu Hause sind. Das merkst du dann in der Woche natürlich noch viel, viel mehr, wenn du in der Stadt unterwegs bist, nicht? Weil entweder freuen sich die Leute oder du bekommst einen schiefen Blick einmal in deine Richtung. Das ist, glaube ich, das Spezielle. In Wien gibt es ja einige populäre Vereine. Du kommst aus dem 10. Bezirk. Ja. Wer ist da die beliebteste Mannschaft? Das ist Austria Wien. Austria Wien, ja. Also Austria Wien ist lange gependelt, war immer wieder mal woanders, aber jetzt sind im 10. Bezirk zu Hause. Und dort gehören sie auch hin. Wir bekommen ein neues Stadion fertig und BVB macht das Eröffnungsspiel gegen Austria Wien. Ja, sehr schön. Cool, freue mich. Zurück nach Dortmund. Wer hat dich auf das Derby eingestimmt? Wenn dich einer eingestimmt hat? Also eigentlich so richtig eingestimmt auf das hat mir niemand. Ich glaube, die Leute, also vor allem auch die... Also machen wir das heute hier? Nein, auch die im Club, die merken ja, dass mir das wichtig ist, nicht? Und dass ich das schon einordnen kann und dass ich auch die Wertigkeit und die Wichtigkeit zu diesem Zeitpunkt dieses Spiels sehr wohl einordnen kann. Deswegen hat mir das niemand eingestimmt. Am ersten vielleicht Michael Zorg, der da jetzt vielleicht ein bisschen aufgeregter als normal durch die Kabinen läuft, aber sonst... Ich bin auch erstaunlich ruhig, komisch. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Das kann ich dir am Sonntagabend sagen. Ja, okay, gut, dann schauen wir. Also ich bin auch ruhig. Das ist bei mir aber eher Normalzustand. Ja, einer, der mit dir aber auch öfter gegen dich ein Derby gespielt hat, der möchte jetzt von dir etwas Spezielles wissen. Da bin ich gespannt. Ja, servus Peter. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen. Ich möchte nicht darauf herumreiten, aber du kennst ja die Bilanz gegeneinander, wer da die positive Bilanz hat, und wollte dich eigentlich nur fragen, woran es gelegen hat. Das ist ja ein bisschen frech ist das schon, oder? Der Manni. Ja gut, das kommt ja von euch, allein wäre der nie so frech. Nein, das ist ein Auftrag von euch. Nein, das würden wir nie. Das ist eine klassische Auftragsarbeit. Nein, das hast du gemerkt, das kam aus freien Stücken. Das ist das Resultat, wenn man Quiz-Taxi macht. Ja, genau. Woran hat es gelegen, dass ihr eine schlechte Bilanz gegen Woran hat es gelegen? Genau, woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass ich mich wahnsinnig vor ihm gefürchtet habe. Also, das nehme ich jetzt das nicht ab. Nein, das war, also wenn ich gegen ihn gespielt habe, also ich war so die klassische 10, die es ja nicht mehr gibt. Und er war so die... Ein Holzfäller? Nein, nicht wirklich. Also er war schon technisch beschlagen, war sehr schnell, aber er war natürlich schon sehr, sehr aggressiv. Also klassischer Sechser. Und das haben wir natürlich immer wieder aufeinander getroffen und es hat wenig Spieler in der Liga gegeben, vor denen ich mich wirklich gefürchtet habe. Vor ihm schon, weil er Schnelligkeit gehabt hat und dann auch richtig nachlegen konnte, wenn es nötig war. Weil die meisten waren eben entweder schnell, dann geht's, oder eben nur nachlegen und nicht so schnell, dann geht's auch. Aber bei ihm war die Kombination, die war wirklich beschissen für mich. Ja. Ihr seid ja jetzt schon länger zusammen. Gegensätze ziehen sich an quasi, oder wieso passt das so gut? Ja, wir haben unterschiedliche Positionen gespielt. Wir sind auch vom Wesen unterschiedlich. Wir sehen aber Fußball sehr, sehr ähnlich. Also das ist das Spannende, weil manchmal bist du ja, wenn du unterschiedliche Positionen spielst und siehst du das Spiel ein bisschen anders, aber wir haben so von der Defensivarbeit, vom Offensivspiel, wie wir es gerne hätten, sehen wir das ähnlich. Wir haben auch beide den Zugang zur Trainerarbeit, wo wir sagen, wir wollen die Jungs nicht überfordern, wir wollen schauen, was haben sie für Qualitäten, was haben sie für Möglichkeiten und nicht kommen und sagen, das ist unser Spielsystem, sondern wir versuchen mal auszuloten, wo können denn die meisten Spieler ihr Potenzial wirklich ausschöpfen und haben Spaß daran, das auch umzusetzen und nicht zu sagen, wir müssen das und das und das spielen. Und da ist der Zugang ähnlich und ganz selten passiert es uns, dass wir komplett unterschiedliche Einschätzungen haben über einen Spieler oder eine Spielidee. Das ist sehr, sehr stimmig, ja, und das macht ja dann Spaß. Ja.
Gerade ging es um Szenen bzw. Duelle gegen Manni. Jetzt kommen wir zum Zweikampf. Das heißt, Peter gegen Nobby. 3 Szenen, 3 Einschätzungen. Ich bin gespannt, Peter. Ich bin gespannt. Das war ein Pass von mir auf Frank Mill. Pass in die Mitte. Ja, aber ich weiß es nicht. Du hast den Pass gespielt und warst das, ne? Ja, ey, was weiß er? Weißt du, wie das er ist? Ich habe so viele geniale Pässe gespielt, das weiß man nicht alles. Was gibt's denn da zu lachen? Ist ja alles okay, du kannst sagen, geniale Pässe. Aber soweit habe ich die nur in Erinnerung. 3, 2, 1. Nehme ich das andere. Hast du den Pass? Der ist überhaupt nicht reingegangen? Ja, aber klar geht er nicht rein, war ja ein Pass von dir. Ja, aber hast du war nicht optimal. War nicht optimal wie gespielt. Genial der war. Nein, war nicht optimal. Wenn er optimal gewesen wäre, wenn er genial gewesen wäre, wäre es viel leichter gewesen. Das ist auch eine schöne enge Hose auch, ne? Ja, an die kann ich mich nur erinnern. Ja. 1-0 für Peter. Ja. Knut Reinhardt. 3, 2, 1. Na ja, gut. Oh. Oh! Okay. Ist übrigens jetzt Lehrer. Ja, ich an weiß. der Grundschule. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe eher gerechnet damit, dass ein Kameramann wegräumt. Ich auch. Drei, 2, 1. Jetzt wird's interessant. Ausgleich oder 2-0? 2-0. Tut mir leid, man muss auch so, da habe ich natürlich das Auge auch für. Nein, du hast die Szenen Das sieht man gekannt auch so, natürlich. das war klar, dass das kommt. Du hast die Szenen gekannt und hast die ersten 2 Das vergessen. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. So, jetzt sehen wir den Zwischenstand und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was unser Trainer Peter Stöger zu 51:42 sagt. Ja, an mir liegt es nicht, ne? dass du in Führung bist. Also ich finde, du hast dich... Das ist immer ein guter Zugang, wenn man den geschlagen. Fehler immer bei den anderen sucht. Also die anderen haben es verkackt, würde ich jetzt einmal sagen. Ne? Mit 1-1. Aber jetzt sind nur noch danach 4 Spiele, aber die lassen sich schon was einfallen. Ja, Dass ich wieder verliere. Ich verliere jedes Jahr. Wirklich? Am Ende, ja. Machen sie doppelt oder nix oder so. Ein Kappes. Ja. So, und was brauchst du? So, du müsstest da drauf drücken und hier, das ist quasi unser, so ein bisschen hoch. So, So ein bisschen, warte, so, ja. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Und in der Zwischenzeit können wir uns noch ein paar Bilder von der öffentlichen Trainingseinheit anschauen, die diese Woche war. Ja, war cool. Muss ich echt War sagen. cool, Ja, waren wieder viele da, wie immer. Finde ich super. Muss man echt schauen, muss man öfter machen wieder.
Ja, du hast ja auch fleißig Autogramme geschrieben. Wie viele Tipps hast du bekommen, wen du aufstellen sollst und wie wir am besten spielen? Da hat doch wahrscheinlich jeder BVB-Fan seine eigene Idee. Ja, aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Seit ich hier bin, bekomme ich sehr, sehr viele Tipps und jeder weiß es, wie es geht. Aber ja, also die Stimmung war total positiv, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute haben echt Freude, dass es wieder mal öffentliches Training gegeben hat, dass sie ihre Stars auch wirklich zum Anfassen haben. Die Jungs haben sich auch Zeit genommen. Es war ein perfekter Tag. Sehr schön. Wir drücken morgen die Daumen. Alles Danke. Gute, dass ihr einen Dreier mitbringt. Viele Faktoren spielen sicherlich eine Rolle. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden. Zielsetzung ist, Sonntagabend Zweiter zu sein. Alles Gute. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Gerne. zu uns zu kommen. Das war's von BVB Total Unentschieden. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ihr zu Hause drückt unseren Jungs die Daumen, damit der nächste Dreier eingefahren wird und wir unserem großen Ziel Champions League wieder etwas näher kommen. Das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Peter. Ciao.